Die Acker MPC hat auch einen Looper drin. Eine Funktion, die sich Looper nennt. Ob die wirklich vergleichbar ist mit dem Boss RC600, bezweifle ich. Aber es gibt so ein paar Sachen, die durch das Zusammenspiel der Tracks in der Acker MPC natürlich anders aussehen als im Boss Looper. Schauen wir uns das Ganze an. Ich habe jetzt einen Drum-Track geladen. Also es sind ein paar Drum-Sounds verfügbar. Als nächstes möchte ich jetzt einen weiteren Track erzeugen, der dann als Audio-Track verwendet wird. Ich klicke einmal auf Main, dann habe ich hier meine Tracks und wenn ich auf Plus gehe, dann sehe ich, ich habe hier direkt meine Submixes. Es gibt hier nur Acoustic Kit, AC Fat Kit. Das ist so ein Default Kit, was man hier über Browse dann laden kann. Hier Toms und hier nochmal Crash Cymbals. Okay, wir brauchen einen weiteren Track, New Track. Jetzt erzeuge ich einen Audio-Track. Wir haben jetzt einen Audio-Track. Wir sehen, ich gehe hier analog über ein Kabel in die Acker MPC rein und wir sehen jetzt hier am Ausschlag, dass da auch was passiert. Wenn ich hier auf den Pads schlage, passiert nichts mehr, denn wir sind in einem anderen Track. Die Eingabe, genau wie bei einer DAW, also Digital Audio Workstation, Logic oder Cubase, ein angeschlossener MIDI-Controller, würde jetzt nur bestimmte Sachen triggern und er triggert nur die Sachen zum ausgewählten Track. Wir haben jetzt den Audio-Track ausgewählt, aber wir sehen, dass ein Eingang funktioniert. Den Eingang müssen wir aber jetzt noch richtig konfigurieren. Dazu klicke ich einmal auf Track Mix, dann auf I/O. Dann haben wir hier Audio 01. Ich klicke hier einmal auf Input, etwas fester drücken. Input 1, das ist hier Mono, wo ich reingehe. Dann haben wir hier noch etwas, das steht auf Off. Wenn ich diese Tasten hier schlecht drücken kann, einfach hier auf den Jog-Dial, auf den Drehregler drücken, dann wählt man das auch aus. Und das stelle ich jetzt mal auf Merge. Und zwar ist das die Monitorfunktion. Und wenn ich jetzt Gitarre spiele, also die Gitarre kommt jetzt durch, die geht aber direkt ohne Effekte rein. Dafür wählen wir jetzt uns bei den Effekten einen Slot und hier unter Harmonics hat man eine Amp Simulation. Die wähle ich jetzt aus durch den Jog-Dial und noch danach direkt machen wir noch uns ein Delay dahinter. Oh, machen wir mal einen Spring Reverb. Können wir jetzt noch einstellen. Mix. Ist ein bisschen zu viel gewesen. Also so klingt es, glaube ich, akzeptabel. Gehen wir zurück und ändern jetzt noch die Amp Simulation. Okay, Bässe sind komplett zurückgedreht. Die liegen dann jetzt direkt auf diesen, das sind immer so Blöcke von Controls. Na, ich kann jetzt auch hier das Control einstellen und hier direkt 412. Also das geht schon. Okay, wir lassen einfach das. Man kann auch Presets auswählen. Das geht hier oben. Einmal da drauf drücken, auswählen, zur Not da drauf klicken. Und dann kann man dann hier Gitarre Clean. Also man hat hier, wie in einem Multi-Effekt-Gerät für Gitarre, hat man hier verschiedenste Effekte drin. Bright, Large, Bright, DI, Combo. Da können wir Treble noch ein bisschen reindrehen. Lassen wir mal so. Es geht ja eigentlich nicht um die Effekte, aber die sind alle da.
Na, also man hat hier einen anderen Zugriff auf die Effekte als im Boss RC600. Also intuitiv, weil man sieht es ja. Dafür fehlen aber die ganzen Fußschalter, um die Sachen dann intuitiv an- und auszuschalten. Okay, gehen wir jetzt ein Stückchen weiter. Ich gehe wieder auf Main. Also wir haben jetzt immer noch den Sound, wir hören direkt, was passiert. Und wir gehen jetzt, also wir haben jetzt zwei Tracks. Wir haben den Track mit den Schlagzeugklängen und wir haben den Audio-Track. Hier liegt da nichts drauf, sondern die Gitarre ist zu hören. So, wir gehen jetzt nochmal einen Track zurück. Und jetzt, wir haben jetzt zwei Tracks. Und jetzt aktivieren wir den Looper über Shift und dann auf Sampler oder Looper klicken. Die Anzeige verändert sich. Hier wählen wir jetzt Sync. Wir haben jetzt 4 Takte, die wir aufnehmen können. Also es sollte für weniger Akkorde reichen. Overdub geht in den nächsten Modus und hier haben wir die Taste für Record. Jetzt blinkt er hier, das kennen wir auch von hier unten. Man muss sich das jetzt so vorstellen, wir haben jetzt hier oben unseren Looper, den man auch visuell bearbeiten kann. Und wir haben hier unten unseren alten Sequencer mit den Schlagzeugspuren. Und in dieser Ansicht bleibe ich jetzt für den Looper. Ich kann nämlich jetzt hier oben nicht umstellen. Ich habe es zumindest nicht rausgefunden, wie ich die Tracks ändern kann, also wechseln kann. Okay, wir nehmen den Loop für die Gitarre auf. Wir haben hier Ready, er wartet darauf. Man sieht das auch im Video. So, und jetzt klicke ich hier auf Rack. Fängt auch an zu blinken. Fängt auch an zu blinken. Und jetzt drücke ich auf Play und dann kommt erstmal der Einzähler. So, wir haben jetzt einen Loop eingespielt und aus denen kann ich jetzt einen Track exportieren. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Kontrolle. Sobald ich auf Play drücke, spielt er den. Ich kann auch Overdub aktivieren, ich kann Overdub deaktivieren, aber es ist nur synchron gestartet. So, und jetzt, wenn wir jetzt mal einen Track Mute ausprobieren, sehen wir 2 Tracks. Und ich klicke auf der Sampler ist hier nicht als Track vorhanden, sondern der ist ein weiterer Track, der sozusagen wie ein Buffer oder Puffer die ganze Zeit bedient werden kann, so als Arbeitsfläche, wo man neue Sachen definiert, aber er ist noch nicht aktiv. Wenn ich jetzt mal weiterspiele, Schlagzeug kann ich deaktivieren. Das ist nämlich wirklich hier als Sequence gespeichert und nicht im Looper. Entschuldigung, gehen wir noch mal in den Looper rüber. Habe ich Sampler gesagt? Looper. Looper, Looper, Looper. Wir gehen in den Looper rüber und hier sehen wir auch, wir haben immer noch unsere Samples mit der Gitarre. So, und daraus machen wir jetzt einen Track. Export to Track. Da kann ich auswählen, welcher Track das werden soll. Hier Audio 01. Export to Track. So, und hier kann ich jetzt Clear sagen. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder ablaufen lassen, hören wir nichts mehr. Gehen wir mal in Track Mute rein. Sind beide gemutet. Also jetzt kann ich auch wirklich den Track muten. Und so kann ich mir natürlich 64 Tracks erzeugen, ähnlich wie bei
Ableton Live, die ich dann einzeln aktiviere, deaktiviere. Es gibt hier natürlich ein Limit. Dennoch habe ich hier anderen Zugriff auf die Ebenen und kann jetzt hier natürlich irgendwas anderes einspielen. Ich könnte jetzt auch hier über die MIDI-Gitarre weitere Tracks einspielen mit MIDI-Plugins, zum Beispiel Bässe und so weiter, aber für den Anfang, wie funktioniert der Looper, sollte das reichen. Ich hoffe, das reicht als Anfang für den Looper, damit man versteht, wie kann man den Looper aktivieren, wie funktioniert der. Er ist im Grunde ein Speicher, so wie ich es jetzt verstehe, indem ich, gehen wir noch mal in den Looper rein, indem ich mir einen Track vorbereiten kann, mit verschiedenen Instrumenten drüber spiele. Ich habe dann zum Schluss einen fertigen Loop und den nehme ich dann als einen neuen Track. Ich kann mir das ziemlich cool vorstellen, wenn man gerade so mit Mikrofonen arbeitet und dann auch vielleicht mit Percussion-Instrumenten was macht. So wie man das von dem RC600 kennt, hat man aber hier eben einen Zwischenschritt, den man eher so typisch für ein Studio kennt, dass man etwas vorbereitet, hat eine kurze Sequenz oder hier ein Track mit 2, 4, 8, 16 Takten, bereitet den vor, speichert den und übernimmt den danach in das Arrangement oder in das Arrangement und kann den weiter bearbeiten. Natürlich lässt sich das hier auch exportieren als Wave-Datei und dann kann man es dann auch in eine DAW wieder übertragen. Wenn man Spaß daran hat, sich einfach nur auf die Musik zu konzentrieren, dann denke ich, dann ist die AK-MPC schon ein sehr gutes Teil. Also es würde alles zerstören, wenn man damit ins Internet gehen könnte, zum Beispiel. Oder wenn man plötzlich KI-Funktionen da drin hätte, um Stücke und Samples abzurufen. Aber so ist das eine andere Ebene als der RC600, weil ich jetzt wirklich hier mir kurze Stücke vorbereiten kann und kann die dann mittels Track Mute zum Beispiel abspielen. Kann ich mir gut vorstellen, so wie bei Ableton Live, dass man in so einer Matrix dann sich Sachen aktiviert und deaktiviert. Und das Track Muten, wenn ich dann nochmal kurz drauf eingehe, funktioniert hier wirklich in beliebiger Reihenfolge. Ich kann beliebige Tracks aktivieren. Das ist jetzt nicht mehr in Spalten und Reihen wie bei Ableton vordefiniert, sondern ich kann hier wirklich einzelne aus verschiedenen Ebenen mir da reinpacken. Ich könnte mir einen Track bauen nur mit Bassdrum, Hi-Hat, Snare und so weiter und kann die dann einzeln aktivieren und kann dann hiermit etwas machen. Aber wenn man es live macht, dann sollte man das schon so machen, dass das Publikum nachvollziehen kann, was man denn da macht. Also das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Immer alles nur so weit automatisiert machen, aber immer so, dass das Publikum versteht, was passiert da gerade.